Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute mal wieder eine Folge vom guten alten Battlemage, denn der befindet sich auf einem Server, wo noch das alte Backend aktiv ist und somit lässt es sich hier natürlich auch ein bisschen ansehnlicher spielen. Ne? Auf dem Main ist es momentan nicht wirklich sehenswert, sage ich mal, dort großartig Content zu produzieren, was halt wirklich sehr schade ist, was mich auch ein bisschen einschränkt in meiner, sage ich ganz ehrlich, in meiner Kreativität, so, weil es ja auch irgendwo mein Main ist. Ne? Da kann ich momentan wirklich kaum bis wenig was machen. Und deswegen sind wir jetzt halt eben gezwungenermaßen, sag ich mal, jetzt wieder auf dem Battlemage unterwegs. Und ja, hier haben wir heute ein bisschen was vor. Wir wollen heute Stufe 560 erreichen. Und ich hatte eben gesehen gehabt, gestern haben wir das auch schon erreicht übrigens, wir sind hier bei der 17-köpfigen Hydra. Alter, also das ist schon, ne, ich sag mal so, dafür, dass auf meinem Server in unserer Gilde, können wir mal kurz rauf, das Gildenpad auf 12 ist, vielleicht so auf 13, ist dafür, dass der Server hier 4 Jahre jünger ist als mein Main-Server, ist das schon eine ordentliche Leistung, ja. Und deswegen knüppeln wir da mal direkt drauf. Ich habe es selbst noch nicht gesehen, hier so viele Köpfe, muss ich sagen. Oder dass ich mal so ein Teil von so einer Gilde bin. Und ja, gestern hatten wir schon die 18-köpfige. Wir werden, glaube ich, nicht derjenige sein, der hier heute die Hydra fällt. Vielleicht mit ganz, ganz viel Glück. Aber wir müssten noch ein bisschen mehr reinkritten vielleicht. Ja, nee, schade. Ja, haben wir das leider nicht geschafft, aber falls noch irgendjemand hier drauf kloppen sollte, dann kriegen wir das auch hin und dann haben wir morgen dann den Betrag für die 18-köpfige. Und heute sollten wir auch den Betrag für die 18-köpfige haben, weil wir die ja gestern auch hier freigeschaltet haben. Das heißt, wir haben einen saftigen Betrag in unserer, ja, in unserem Geheimauftrag hier. Fast 18 Millionen ohne XP-Event, 400% Hydra-Bonus und wir müssen nur einen epischen Gegenstand in die Toilette werfen. Und dann haben wir hier schon gut und günstig hier ja, gut Erfahrung gemacht. Okay, Mana-Trank ist voll. Ja, hier auch bald die Aura auf Max. Ne? Das dauert noch ein bisschen. Habe ja auch ein bisschen rumgeschludert, sag ich mal. Mit den Epics reinwerfen, habe ich glaube ich mal einen Tag immer mal vergessen, so schmeißen wir rein, ja, aber ich bin dabei, das auch zu maximieren. Auf Stufe 66 ist ja das Maximum erreicht von der Klo-Aura, ne? Und ja, gut, das bringt mir jetzt leider gar nichts, das können wir direkt verkaufen. Und da können wir uns aber direkt den Betrag hier abholen, zack, und da ist schon der Balken ein bisschen näher am Ziel. Wir können auch mal gleich ganz gerne in die Dungeons schauen. Da habe ich hier auf dem Battlemage jetzt auch schon länger nichts mehr gemacht, aber auf dem Battlemage, da tut sich ja generell eh nicht allzu viel, was hier so, ja, Progress in den Dungeons angeht, weil die Klasse ja eben nicht gerade dafür bekannt ist, eine gute Dungeon-Klasse zu sein. Trotzdem können wir da mal ganz gerne ein paar Tries rein tun. Ansonsten ja, skill ich hier weiter viel auf Ausdauer. Ich gehe hier in Richtung 50-50 fast will ich gehen. Also ich will jetzt auf jeden Fall Ausdauer auf 150k hochziehen und danach ziehe ich dann Stärke hier auch weiter hoch. Ist, denke ich mal, auch ganz erstrebenswert. Ne? Hatte hier das lange Zeit vernachlässigt und ja, die Tries sehen hier gar nicht mal so verkehrt aus, muss ich sagen. Es ist schön, auch hier mal durchzuentern, ohne dass man irgendwie eine halbe Stunde zwischen den Tries warten muss. Das ist ganz nice. Oder der Server abschmiert oder, keine Ahnung, sich das Spiel aufhängt oder so. Ja, frisst natürlich auch bedeutend mehr Pilze, ne? Das ist klar. Das, ja, so konstant der Battlemage halt eben ist, ne? So wenig Spielraum ist halt eben auch für Dungeons, die halt mal zufällig fallen könnten. Wir können hier mal reinschauen bei Herkules. Mal gucken, wie es da aussieht. Ich weiß nicht, welchen ich hier als nächstes tryen soll. Herkules, auch gute Tries dabei, aber hat nicht allzu viel zu sagen, weil die halt eben wirklich immer sehr, sehr, sehr konstant sind, die ganzen Tries hier. Ne? Das ist, ja, aber mit viel Glück
und vielen Pilzen natürlich auch, könnte einer von den beiden tatsächlich liegen. Das ist gar nicht mal so unmachbar. Der Herkules ist hier ein Stärkegegner, könnte Kunigunde reincarryen. Was haben wir hier? Geschickgegner. Ja, also die sehen, also ich muss sagen, die sehen beide ganz, ganz okay aus. So die Tries von den beiden Dungeon-Gegnern. Ja, allerdings bringt es mir wenig bis gar nicht, muss ich mal so sagen. Hier die Tries irgendwie durchzuknallen, um hier einen weiteren Gegner zu besiegen. Vor allen Dingen halt auf dem Battle Mage, wo halt eben, naja, eh nicht so viel geht in den Dungeons. Da sieht man relativ schnell, wo man am Zenit ist. Deswegen gucken wir mal, dass wir vielleicht noch hier die restliche XP, ein bisschen ist das noch. Ein bisschen XP fehlt uns da noch. Ich weiß nicht, ob wir das hier zusammenkriegen mit der Alu. Zeitmaschine haben wir auch schon abgeholt, ne? Ja, das haben wir auch schon soweit. Wir sind ja mittlerweile hier, ja, jetzt auf fast Stufe 560 und jetzt sind wir hier auch mit dem Account so langsam in der Region angekommen, wo halt eben die Quests immer unattraktiver werden. Ja, sprich XP-mäßig kommt deutlich weniger bei rum. Gold-mäßig geht's, ja, hier und da hat man es gesehen, noch nicht ganz so hart ab. Also nicht ganz so hart wie auf dem Main, dass halt fast jede Quest 16,5 Millionen gibt, für jede 2 Minuten 30. So krass ist es hier noch nicht, aber es geht definitiv in die Region und ja, umso höher ihr im Level kommt, umso krasser wird nachher auch der Unterschied. Okay, das gibt nochmal 5 Millionen, aber ich entscheide mich für die Quest hier. Ja, vor allen Dingen, falls ihr halt eben in Richtung Ziellinie Stufe 600 seid, ist es auf die letzten paar Meter nochmal extrem krass, muss ich so aus eigener Erfahrung sagen. Die letzten 20 Level vor Stufe 600, die kommen einem wie eine Ewigkeit vor allen Dingen, wenn man halt eben auf Gold geht, primär, was ratsam ist auf der Stufe auf jeden Fall. Ne? Falls man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein stumpfer XP-Grinder ist, ne? Ja, was halt wie gesagt nicht sehr empfehlenswert ist. Oder wie hier halt eben, so mache ich das halt auf meinem Main auch, dass ich mir meistens immer die kürzeste Quest raussuche. Das ist auf dem Level fast noch gar nicht mal so ratsam, muss ich sagen, wie auf meinem Main. Da ist es klar. Aber hier könnten hier und da noch Quests dabei sein, die, ja, wo man sagen könnte, da ist noch eine 5-Minuten-Quest vielleicht besser als eine 2-Minuten-30-Quest. Aber meistens nehme ich hier auch die kurzen an. So, ja, was kommt bei rum? Ja, knappe 10 Millionen, bisschen über 10 Millionen. XP fehlen uns noch hier bis zum Level Up. Die kriegen wir im Notfall auf jeden Fall zusammen irgendwann, über die Alu, spätestens. Und dann, ja, müssen wir jetzt machen. Also das will ich jetzt noch mitnehmen hier. Ja, auch wenn das Alu-Queste jetzt, sag ich mal, nicht so sehr ansehnlich ist, ne, möchte ich die Stufe schon ganz gerne hier im Video erreichen. Ist ja immerhin eine runde Stufe und das ist auf dem Niveau auch mittlerweile schon echt schwierig zu erreichen. Ansonsten, ja, gildentechnisch auch vielleicht noch interessant für den einen oder anderen, sind wir hier momentan auf 52, wir waren auch schon mal auf 51, also hier stagnieren wir jetzt einigermaßen, da brauchen wir wahrscheinlich einen guten Damage-Aufschwung, sag ich mal nochmal, dass wir ein bisschen höher kommen vom Level, beziehungsweise vom Rang her. Hier oben meine Gilde, beziehungsweise die Gilde, in der ich spiele, von S31, von meinem Main. Wir können uns mal einen Kampf anschauen hier. Ja, perfekt. Okay, ich dachte, der skippt bis zu mir und dann macht er hier Pause. Aber dann gehen wir mal so durch, mal schauen, wie der Kampf oder wie knapp der Kampf gewesen ist hier. Wir gehen mal ein bisschen schneller. Ab und zu wird hier auf dem Server auch mal einer inaktiv, das ist ganz normal, aber es kommt halt eben deutlich seltener vor als auf anderen Servern. Also die Gilde ist schon sehr, sehr, sehr konstant. So, ja, es ist wieder so, die letzten nehmen uns hier komplett auseinander. Es sind halt 600 plus Leute, die carryen alleine nochmal immer ganz gut rein. Aber nicht unmöglich, sag ich mal. Ne? Also da ist definitiv noch ein bisschen was rauszuholen. Es wird aber halt auch immer schwieriger, ne? mit der Zeit. Umso höher man im Rang kommt. International, umso härter wird es natürlich auch. Und vor allen Dingen, ja, nachher die Top 50.
Ich glaube, da geht es nachher so langsam los, wo der Grind wirklich ja, sehr lange dauert, bis man da ein bisschen aufgestiegen ist, sag ich mal. So, was sagt denn die Erfahrung? Hier oben kann man das ja auch sehen. Ja, 3 Mille noch. Dann sind wir hier auch durch auf dem Server und ja, dann habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen oder mit einer Klatsche, weil sonst, ja, erspare ich euch die Alu, muss ich sagen, ist nicht das Spannendste, ich weiß. Und ja, queste das eigentlich immer so in meiner, ja, in meiner Freizeit so, wenn die Kamera jetzt nicht gerade an ist. Aber so hat man es dann, hat man den Beiß auf einmal, ist auch ganz nice. Ne? Und ein bisschen mein stumpfes Gelaber dazu. Da haben wir es geschafft, Stufe 560 ist erreicht. Sehr nice, herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Ja. Und jo, cool zu sehen. Ich freue mich schon, wenn es hier nachher in Richtung 600 geht, auch, dass ich hier den zweiten 600er hochgespielt habe, denn mit der Zeit dann. Das freut mich sehr. Und ja, klicken wir weg. Da haben wir es. 560 erreicht. Und ja, mal schauen, was sagt die Hydra. Oh, es fehlt immer noch ein Angriff hier. Einer fehlt noch. Schade, schade, schade. Hätte ich euch gerne gezeigt, wie die aussieht, aber ist halt eben ein Kopf mehr. Ne? Naja, es ist auch nicht so besonders. Aber scheinen wir jetzt relativ regelmäßig an, ja, die 18-köpfige zu besiegen. Das ist auf jeden Fall schon nice. Die 19-köpfige ist dann nachher schon... Uff. Also das ist nachher dann nochmal eine andere Liga. So, ne? Aber wir haben auch ein gutes Durchschnittslevel, wir haben immer eine 1000er Ritterhalle, also wir sind schon echt aktiv strong unterwegs hier auf dem Server. Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mir auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.